Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute recht herzlich hier im Kunst- und Kulturzentrum Litau-Luzern. Es ist für mich heute eine große Ehre und eine große Freude, euch diese Künstler anzusagen. David Bill, Jakob Bill und wir alle kennen Max Bill und Hans Hinterreiter. Seinen Weg zur Abstraktion zeigt diese berühmte Reihe von Apfelbaumbildern, höchst ostentativ in klar überschaubaren Schritten zur Abstraktion. 1908, dieser Baum, ist es 2 Jahre später, das ist Expressionismus natürlich. Und nochmals ein Jahr später, dieses Bild, das wir am Anfang gesehen haben, das nun deutlich in die kubistische Richtung geht. Man sieht eigentlich den Baum eindeutig noch. Und hier ist es dann passiert. Das ist nun Kubismus in rein formal. Sie sehen immer noch diesen Baum, diesen Apfelbaum, der ist noch drin. Das ist Abstraktion, das ist, wie es im Buch steht. In der Ausstellung, die wir heute hier eröffnen, sind 3 Generationen vertreten. Allerdings durchkreuzt sie das gängige Muster der Bill-Bill-Bill-Generationen-Ausstellung. Dies in zweifacher Hinsicht. Erstens macht sie am jüngsten der Künstler an David Bill fest und suchte zu ihm 2 andere Künstler. Und zweitens zeigt sie David und Jakob Bill nicht neben Max Bill, sondern neben Hans Hinterreiter. Aufhänger des Ausstellungskonzeptes ist, wie gesagt, der jüngste unserer Künstler, David Bill. Wie die beiden anderen bezeichnet er sich als Autodidakt. Er hat Schmied gelernt, den Umgang mit Metallen, ihre Formung und Verarbeitung, die Planung und Konstruktion von Metallbauten. David Bill geht von der einfachsten der stereometrischen Grundformen aus, vom Kubus. Er zerlegt sie in gleichmäßige, sogenannte reguläre Prismen und Pyramiden, höhlt sie, wickelt ihre Oberflächen ab, legt entlang der Schnitte Innenflächen frei und fügt in der Folge Flächen und Elemente neu zusammen, reiht sie auf, stapelt und verschränkt sie, nicht wild und willkürlich, sondern nach strengem Formprinzip, und gewinnt damit kraftvoll strukturierte und rhythmisierte Skulpturen und Reliefs von überraschender und gleichwohl einfacher, kompakter Form. Die Innen- und Außenflächen der kraftvoll in den Raum ausgreifenden Objekte sind schwarz oder weiß bemalt. Der Verzicht auf Farbe, die Beschränkung auf den Kontrast von Schwarz und Weiß hat in der Plastik ihren eigenen, in unserem visuellen System begründeten Sinn. Er verleiht selbst den Farbflächen den Charakter einer Gestalt, wie Professor Georg Eisner formuliert hat. Jakob Bill ist als dezidierter Maler der künstlerische Gegenpart zu seinem Sohn David. Auch Jakob Bill hat keine kunstakademische Ausbildung durchlaufen. Jakob Bill hat sein ganzes Berufsleben lang als führender Archäologe, zuletzt als Kantonsarchäologe des Kantons Luzern, gearbeitet. Daneben hat er von Jugend an gemalt. Jakob Bills Kunst besteht aus subtilsten Form- und Farbwelten. In unserem visuellen System gilt, dass laute Formen das Erkennen feiner Farbnuancen einschränken und laute Farben die Wahrnehmung feiner Formnuancen verstellen. Jakob Bill geht in seinem Bildaufbau von einem einfachen Grundmuster, von den reinen geometrischen Formen des Quadrats, des Rechtecks, des Kreises aus. Der dritte im Bund unserer Ausstellung ist
Hans Hinterreiter. Ein Künstler, der sein Werk in völliger Abgeschiedenheit im Hinterland Ibizas, lange bevor die Insel vom Jet-Set entdeckt wurde, entwickelt hat. Er hatte Mathematik studiert, sich dann unter berufspraktischen Gesichtspunkten zu einem Abschluss als Architekt drängen lassen, daneben kunstgeschichtliche Vorlesungen besucht und Mal- und Klavierunterricht genommen. Hans Hinterreiter war über farb- und formtheoretische Arbeiten des Chemikers und Nobelpreisträgers Wilhelm Ostwald zur konkreten Kunst gelangt. Hans Hinterreiter hat souverän auf den Farb-, Form- und Netzorgeln gespielt. Hans Hinterreiter hat auf dem Weg seiner ausgeklügelten Methodik höchst eigenwillige, zauberhafte Werke geschaffen. Meine Damen und Herren, der Kunsthistoriker Georg Schmidt, bis 1961 Direktor des Kunstmuseums Basel, hat in einer berühmten Rede zur konkreten Kunst festgehalten: Konkrete Kunst verlangt vom Betrachtenden 3 Dinge: Verfeinerung der Sinne, Heiterkeit des Gemüts und Wachheit des Geistes. Das wünsche ich Ihnen und mir.